Hallo und Glück auf, liebe Freunde. Ich wurde in einem Kommentar gefragt, ob man dann bei diesen Wäschespinnen hier die Leinen auch irgendwie spannen kann, wenn die eben so ein bisschen durchhängen. Bei mir ist das im Endeffekt eigentlich noch nicht wirklich der Fall, obwohl die Wäschespinne schon relativ alt ist. Und ich bin der Meinung, natürlich kann man das reparieren, man kann auch die Leinen austauschen. Ich habe das aber in meinem Video zur Wäschespinnenreparatur auch nicht mit eingebunden. Da habe ich ja schon gezeigt, was man machen kann, wenn die Wäschespinne nicht mehr vernünftig schließt. Die Dinger sind ja nicht ganz billig, aber ich bin immer der Meinung, reparieren hat auch irgendwo seine Grenzen. Und dennoch kann ich es hier mal kurz zeigen, wie ich mir eine Reparatur vorstellen kann, wenn ich das Ding dann mit einer Hand aufkriege. Ich nehme mal die rechte. Die rechte ist meine starke Hand. Okay, kennt nicht mehr jeder. Gut, also wenn wir so ein Teil hier rausbauen, dann seht ihr, die Leinen, kann man es denn sehen? Ja, die Leinen, die sind von unten eingeschweißt. Ja? Das heißt, man müsste das dann dort auffräsen, ganz vorsichtig, oder aufschneiden in irgendeiner Art, dann dort die neuen Leinen einlegen und dann vielleicht mit irgendeinem harten Klebstoff, entweder 2 Komponenten Epoxidharz würde ich nehmen oder Sekundenklebstoff, also Cyanacrylat, und das dann entsprechend wieder verschließen. Warum würde ich einen harten Klebstoff nehmen? Ja, ich meine, das ist genau die Seite, die hier auf dem Aluminium rutscht. Also wenn ihr dort jetzt irgendwie mit Heißklebstoff anfangt, der ist eben noch relativ weich, dann wird das Ding hier entsprechend gebremst. Ne? Also dann wirklich wieder versuchen, eine kleine Fläche oder eben so eine Schraffur herzustellen. Aber wenn ich jetzt diese ganzen kleinen Schlitten sehe, dann wäre mir persönlich der Aufwand eben zu groß und ich würde mir dann irgendwann mal wirklich eine neue Wäschespinne kaufen. Das Geld sollte da noch drin sein, aber wie gesagt, wenn die einfach nur schlecht schließt, dann schaut gern in mein anderes Video. Da erkläre ich detailliert, wie man dieses Problem behebt und ja, wie man die Spinne reinigt und etwas wartet. Gut, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen und auch eine kleine Erklärung gegeben. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, das hilft mir immer sehr. Tschüss und bis bald.